Okay, der ist jetzt schon mal nicht da reingegangen. Aber ich könnte vielleicht von da hinten jetzt in die Küche reingehen. Oh, and you know what? My shift is over. You can go to sleep. Schwa! What carnage? Hier ist auch noch ein Hebel. Ich gehe mal davon aus, das wird wahrscheinlich für den Stuhl gebraucht, gell? Oder? Ja. Have I activated anything? Hat sich keiner für zu interessieren? Widerlich hier. Da läuft der rum. Das heißt, da kommt der. Okay. Das ist die Küche, dann ist das der kleine Vorraum, wo der sich immer hinstellt. Okay. Das heißt, er müsste jetzt da um die Ecke kommen. Stellt sich kurz in den kleinen Raum hier. Und geht dann wieder raus. Die umstrittene Praxis des Adalasses wird noch heute ausgeübt. Dieses Buch erläutert detailliert die verschiedenen Praktiken und die erforderlichen Instrumente. Diese Methoden sind veraltet und nicht sehr wirkungsvoll. Es bleibt zu hoffen, dass das Lesen eines solchen Werkes reines historisches Zwecken dient. Ich glaube, das war es auch, was ich hier finden konnte. Denke ich. Das andere müsste ja dann die Küche sein. Und dann könnte ich halt gleich mal gucken, ob ich da noch was finde. Auch selber immer so macht. Kennt ihr das? Ich bin jetzt schon wieder fast 1,5 Stunden dran. Das heißt, das Spiel ist gut, wenn ich nicht mehr aufhören will.
Hier scheint es jetzt nichts zu geben. Und nämlich wieder. Uah. Okay. Das heißt, wir können jetzt das Gas rauslassen. Das machen wir, glaube ich, als nächstes. Und wir können den Stuhl aktivieren. Der Stuhl ist bestimmt dafür da. Stuhl, wie laufe ich denn dann zurück? Ich glaube, ich mache erstmal das Gas. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Lass mich in Ruhe. Danke. Shit, wo war das Gas? Hier war der Stuhl. Da muss ich raus. Da. Frage ist halt nur, welche Wache lockt es an? There's nothing happening. Mitteilung an das Personal. Der Vorfall der letzten Woche verursachte erhebliche Schäden an der Infrastruktur und führte zu einem Stopp der laufenden Experimente. Das ist inakzeptabel. Mit sofortiger Wirkung müssen die Räder zur Regelung der Gashähne nach jeder Benutzung im Lagerraum aufbewahrt werden. Außerdem müssen sie die Verwendungsliste auf dem aktuellen Stand halten. Vielleicht hat das was mit dem Stuhl zu tun. Stuhl. Angst, dass er gerade da rauskommt. Der Stuhl war... Das ist Exit. Da war der Stuhl. Im Exit sollte ich vielleicht auch nicht so nah vorbeilaufen. Wo verstecke ich mich? Ich laufe ich außen rum. I can still increase the load. It's done. Now for the others. I can still increase the load. Heißt, ich muss eigentlich die ganzen Hebel finden, gell? Der doof. Der läuft gerade da rum. Lasst mich raten, in der Küche ist bestimmt ein Hebel. Da hatten wir eben einen Hebel gefunden.
glaube, ich muss einfach den Leitungen hier folgen, kann das sein? Man muss nur den Leitungen folgen, dann findet man wahrscheinlich die anderen Hebel noch. Die sehen hier voll krank aus. Warte mal gerade, bis der eine Typ da rauskommt. Und dann gucken wir mal, wo diese Leitung hinführt. Da ist ein Hebel. Theoretically, I've only got one lever to push. Das ist der blaue. Den roten habe ich auch. Das heißt, mir fehlt noch der grüne. Okay. Kann das sein? Sollte ich vielleicht nicht lang laufen? Mich verarschen. Da ist noch eine Tür, It's locked. die verschlossen ist. Gut. Das ist vielleicht derselbe Raum wie hier. Ist es möglich? Es ist möglich. All the levers are activated. Den habe ich einfach noch nicht gesehen. Ach ja. Okay, es hängt also sowieso alles mit dem Stuhl zusammen, glaube ich. Dann explodiert wahrscheinlich irgendwas, wenn ich den Stuhl jetzt aktiviere. Explodiert vielleicht hinten alles. Ich weiß es nicht. Eine Möglichkeit. Es gibt auf jeden Fall da einen Schrank. That should draw the attention of the guards. I should hide. Das jetzt so klug war, sich hier drin zu verstecken, weiß ich nicht. Ja, das war keine gute Idee, sich hier drin zu verstecken. Dauert zu lang. Vielleicht jetzt.
Musik einfach aussetzt. Ah, Fuß schläft ein. Doctor, is that you? Don't you worry about the doctor. Right now, he'll have plenty to keep him busy with his precious machine. It gives us time to get away. I'll undo you. Get away? Get away where? I can't go anywhere. It'll find me like it found me here. You're mistaken about the beast. Don't stay with me, or you'll end up the same way. You're Sanders, aren't you? I heard you from my cell. What did they do to you? What does Fuller want with you? The doctor? You think it's the doctor who scares me? The doctor wants to heal me. But he's the one who's crazy. He wants to restore my sight. He wants to give me back my eyes. And yet I told him that I didn't want him. I do not want to see it anymore. The real culprit is Sarah. Her and her accursed paintings. You're kidding me. You're talking about Sarah Hawkins. The one and only. The legendary. There is no artist more enlightened or cursed than Sarah Hawkins. In her office, I saw signs of a ritual, perhaps an invocation. These things, that's what makes you say she's cursed. You're wrong. It was not an invocation, but a revocation. But she failed. And that's what counts. What's going on this island? I'm so sorry. We should never have met. What are you talking about? Destiny! It has trapped you. Don't let it see you, or you won't be able to escape it. Don't look at it. That's how it finds you. What finds me? Sarah Hawkins' visitor. The Shambler. Sanders, pull yourself together. Without her, it's no longer possible to save me. What the hell? I gotta. This is insane. What killed him? Was war das bitte? Das war, komisch. Damn! The gas! Oh, my head. Later. We need to move on. Aber wie kann der Officer leben? Dumm eigentlich. Oh, schon zu spät. Wie kann der Officer leben? Nicht gut.
Who goes there? That nightmare again. I need a drink. Sind wir wieder in einem Haus? You're awake, Mr. Pierce. How do you feel? Did I sleep long? The day is only starting. It's fine. Sieht so hell aus irgendwie. How's our fugitive? Dr. Fuller hasn't reported your disappearance to the force, but that'll come soon. Bradley? Who else would it be? Mr. Pierce, are you all right? You look like you saw a ghost. There are things I can't explain. Tell us. What happened? What I'm sure of now is that the Hawkins case isn't just an accident. And what brings you to that conclusion? The fact that Charles Hawkins survived the fire. I don't understand. Mr. Hawkins was buried. That's what he would have you believe. I have a hard time believing you. You were there, Bradley. You even opened fire on him. I'd remember that. Why would he fake his own death? Do you think he covered up his wife's murder? That's possible. Seems hard to swallow. Don't you have anything more concrete, Pierce? Bradley, what do you remember? I don't understand your question. The night we went into the Hawkins mansion. You don't seem to remember the tunnels and what occurred there. No memory of going down any tunnel. No, we were in the manor, then, Then what? The rest is quite blurry. I don't recall how I came back home. And then? I went to visit you at the hospital and called on Marie's help to get you released. And you don't remember the events of the tunnel? I don't. Let's talk about something else. You two know each other pretty well. It's a tiny island. Everyone knows everyone. Especially since I'm a police officer and Marie's a doctor. The chemistry is obvious. I do seem a little bit stupid, don't I? Anyway, let's get back to the business at hand. Okay. Bradley haben wir jetzt alles durch, so viel wie wir machen können. Given the energy he pours into Riverside, I presume it was Fuller's creation. His father's, to be correct. He was a surgeon on board the Scylla. He founded the hospital in 1904 with funds from the Hawkins family before he died and his son Thomas Fuller took over. Two families inextricably linked. Most island families are that way. Captain Fitzroy's father was also a seaman aboard the Scylla. Powerful families dominating everything. Yes, and as you could tell, Dr. Fuller is like some crazed emperor. He wouldn't be happy if he knew we were snooping around. I know the risks. I don't fear him. Do you wish to know anything else? Dr. Fuller seems to be leaving a trail of corpses. Not to mention those strange machines, chains, and tools of all kind. Yes, I've been telling you that Fuller uses his patients as guinea pigs. What I saw was more akin to torture than medicine. Do you even hear what you're saying? Dr. Fuller is highly respected. It's the truth, Ethan, and I'll prove it to you. I'm listening, Mr. Pierce. Ich bin mir nicht sicher, was mit ihm ist. I found a file bearing Sarah Hawkins' name in the Institute's basement. It makes sense. A
powerful family like the Hawkins had the means to hide such a disgrace. But everyone knows the Fullers have been taking care of the Hawkins for at least a generation. And all were aware of Mrs. Hawkins' fragility. Perhaps, but no one would allow a psychiatric internment. From what I read in the file, Fuller used her as a subject of his experiments. Francis Sanders and Sarah Hawkins, subjects of Dr. Fuller. Why those two? I met a Francis Sanders. Do you know him? Of course, he's a patient. Or was. I haven't seen him since Dr. Fuller had him transferred to the basement. He knew Sarah Hawkins, and that's what killed him. What? How did he die? I'm not sure I can explain it. Tell me how Mr. Sanders died. Den tut sie das doch eh nicht. Sanders started screaming and convulsing. Convulsing? That doesn't fit with his history. Then his body got all crooked. What in God's name? And you were alone with him? He accused Sarah Hawkins of being the culprit. Sarah Hawkins? Have I missed something here? This makes no sense. I don't see how it can help crack the Hawkins case. You really think she's involved? How could she have murdered Mr. Sanders? Francis Sanders mentioned Mrs. Hawkins just before dying. It's no coincidence. You know, Francis Sanders was a well-known art collector. I guess you can still pay a visit to his wife, Irene Sanders. An art collector, you say? That's probably how they met. If you plan on having dinner at the Sanders household, please spare the widow the tale of her late husband's suffering. I don't agree. She deserves the truth. But that truth may be biased. We don't know the bottom of it. You're right. Without a plausible explanation for what I saw, let's not jump to conclusions. That seems wise indeed. Very well. I'll go to see Francis's widow. Perhaps I'll find a link between her husband's death and Sarah Hawkins. Don't end up in the hospital this time. I'll do my best. Okay, dann würde ich sagen, ich habe für heute genug, glaube ich. Ich werde jetzt gleich wahrscheinlich kochen und Abendessen machen. Deswegen reicht es für heute. Ich weiß jetzt auch nicht, wie ich das jetzt schneide, ob die Folge jetzt endet oder ob es jetzt einfach hinten dran gehangen wird. Mal sehen. Macht auf jeden Fall Spaß, das Spiel. Das ist interessant. Ich würde eigentlich gerne noch weiterspielen, aber ich glaube, reicht für heute. Falls das Ende der Folge sein sollte, dann bis zur nächsten Folge. Tschüss.